Ein Tag im Leben einer Büroangestellten. Der Wecker klingelte um 6:30 Uhr. Sarah streckte sich und griff nach ihrem Smartphone, um den Alarm auszuschalten. Der Tag begann wie jeder andere, mit dem vertrauten Klingeln und dem leichten Summen der Nachrichten, die über Nacht eingegangen waren. Sie stand auf, zog ihre Hausschuhe an und schlurfte in die Küche, wo sie die Kaffeemaschine anschaltete. »Guten Morgen, Welt«, murmelte sie, als sie ihre Tasse mit heißem Kaffee füllte. Sie setzte sich an den Küchentisch und blätterte durch die Nachrichten, bevor sie ihre To-Do-Liste für den Tag durchging. Heute stand einiges an. Eine wichtige Präsentation, mehrere Meetings und die monatliche Abrechnung der Abteilung. Nachdem sie geduscht und sich angezogen hatte, machte sie sich auf den Weg ins Büro. Es war ein kurzer Spaziergang von ihrer Wohnung bis zur U-Bahn-Station und Sarah genoss die frische Morgenluft. An der Station angekommen, reihte sie sich in die Schlange der Pendler ein, die geduldig auf den nächsten Zug warteten. Im Büro angekommen, begrüßte sie ihre Kollegen mit einem Lächeln und einem freundlichen Guten Morgen. Sarah setzte sich an ihren Schreibtisch und startete ihren Computer. Die erste Aufgabe des Tages war ein Meeting mit ihrem Team. »Guten Morgen zusammen«, begann Sarah, als alle im Konferenzraum versammelt waren. »Wir haben heute viel zu besprechen. Zunächst einmal möchte ich die Fortschritte bei unserem aktuellen Projekt überprüfen.« Die Teammitglieder präsentierten ihre Updates und Sarah machte sich Notizen. Es gab einige Herausforderungen, aber auch viele Erfolge. Als das Meeting zu Ende war, fühlte sie sich gut vorbereitet für den Rest des Tages. Zurück an ihrem Schreibtisch begann Sarah, die Präsentation für das spätere Meeting mit dem Management-Team vorzubereiten. Sie öffnete die PowerPoint-Datei und begann, die Folien durchzugehen. »Sarah, hast du einen Moment?« fragte Peter, ihr Kollege, der neben ihr arbeitete. »Klar, was gibt's?« antwortete sie und drehte sich zu ihm um. »Ich habe Probleme mit der Budgettabelle. Kannst du mir helfen?« »Natürlich«, sagte Sarah und ging zu Peters Schreibtisch. Sie verbrachten die nächsten 20 Minuten damit, die Zahlen zu überprüfen und die Fehler zu korrigieren. »Danke, Sarah. Du bist ein Lebensretter«, sagte Peter erleichtert. »Kein Problem, dafür sind wir ja da«, antwortete sie lächelnd und ging zurück zu ihrer Arbeit. Das nächste große Ereignis des Tages war das Meeting mit dem Management. Sarah war nervös, aber sie wusste, dass sie gut vorbereitet war. Sie betrat den Konferenzraum und begrüßte die anwesenden Manager. »Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen heute die Ergebnisse unseres letzten Quartals präsentieren zu können«, begann sie ihre Präsentation. Die nächsten 20 Minuten vergingen wie im Flug und am Ende gab es Applaus und viele positive Rückmeldungen. »Ausgezeichnete Arbeit, Sarah«, sagte Frau Meyer, die Abteilungsleiterin. Ihre Präsentation war klar und überzeugend. »Vielen Dank«, antwortete Sarah erleichtert. Zurück an ihrem Schreibtisch machte sie sich daran, die monatliche Abrechnung der Abteilung fertigzustellen. Dies war eine mühsame Aufgabe, aber Sarah wusste, wie wichtig sie war. Sie öffnete die Excel-Datei und begann, die Daten einzugeben. »Sarah, hast du kurz Zeit?« fragte Anna, ihre Kollegin, die gerade an ihrem Schreibtisch vorbeikam. »Ja, was gibt's?« antwortete Sarah. »Ich habe einige Fragen zu dem neuen Projekt. Könntest du mir das erklären?« »Natürlich«, sagte Sarah, und sie setzten sich gemeinsam hin, um die Details durchzugehen. Anna stellte viele Fragen und Sarah beantwortete sie geduldig. Als der Arbeitstag sich dem Ende zuneigte, fühlte sich Sarah zufrieden mit dem, was sie erreicht hatte. Sie schaltete ihren Computer aus und verabschiedete sich von ihren Kollegen. »Bis morgen«, rief sie, als sie das Büro verließ. Der Heimweg war ruhig und Sarah genoss es, den Kopf frei zu bekommen. Zu Hause angekommen, setzte sie sich auf das Sofa und atmete tief durch. Es war ein langer Tag gewesen, aber auch ein erfolgreicher.
Sie nahm ihr Smartphone und schickte eine Nachricht an ihre beste Freundin. »Hey, hast du Lust, morgen Abend essen zu gehen?« schrieb sie. »Klar, klingt gut«, kam die Antwort fast sofort. Sarah lächelte. Es war schön, etwas zu haben, worauf sie sich freuen konnte. Sie stand auf und ging in die Küche, um sich etwas zu essen zu machen. Während sie kochte, dachte sie über den Tag nach. Es hatte Herausforderungen gegeben, aber auch viele kleine Siege. Das war es, was die Arbeit so lohnend machte. Die kleinen Erfolge und die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Nachdem sie gegessen hatte, verbrachte Sarah den Abend damit, ein Buch zu lesen und zu entspannen. Bevor sie ins Bett ging, schrieb sie noch ein paar Notizen für den nächsten Tag und stellte ihren Wecker. »Gute Nacht, Welt«, flüsterte sie, als sie das Licht ausmachte und die Augen schloss. Ein weiterer Tag war vorbei, aber morgen würde ein neuer beginnen, voller neuer Herausforderungen und Chancen.